Hallo zusammen! Ich habe euch heute wieder mal mit in den Wald genommen. Aus einem ganz bestimmten Grund. Der Holunder blüht. Und weil ich einen ganz leckeren Holunderblütensirup machen möchte, hole ich mir heute diese Blüten. Habt ihr schon mal einen Holunderblütensirup im Geschäft gekauft? Wenn ja, dann kennt ihr ja diese manchmal utopischen Preise. Dieser Holunder wächst in der Natur, unbelastet, und die Natur schenkt ihn uns sogar. Ist das nicht toll? Der Holunder, oder auch Holler, wie manche sagen, ist ein uralter, mystischer Hausstrauch. Er hat schon immer die Nähe von Menschen gesucht. Früher war es so, wenn ein Haus gebaut wurde, dann haben sie im Garten oder im Hof einen Holunder gepflanzt. Und warum? Um das Haus und ihre Bewohner zu schützen. Und das hat immer funktioniert. Und wenn dann doch mal irgendwas passiert ist, es ist ein Blitz eingeschlagen, der Holler ist umgefallen, oder es hat doch jemand mal die Säge angesetzt und hat gesagt, ich mag nicht mehr, ich säge jetzt ab, dann ist meistens irgendwas passiert. Es kam irgendein Unglück über die Bewohner des Hauses. Es ist einer gestorben oder irgendwas ist immer passiert. Es gibt so viele Berichte davon. Es gibt einen uralten Spruch, der besagt, wenn du an einem Holler vorbeigehst, verneige dich tief und ziehe den Hut. Also sagt uns dieser Spruch, der Holunder ist wertvoll, gesund und bewahrt uns vor Unglück. Die von euch den Holunder zu Hause haben, die können ungetrost den Holunder pflücken. Sie wissen, es ist Holunder. Aber die jetzt in den Wald gehen müssen, so wie ich, und sich nicht hundertprozentig sicher sind, ist es jetzt ein Holunderstrauch oder ist es keiner, dem werde ich jetzt mal die Merkmale des Holunders genauer schildern und wir werden den Holunder mal ganz genau unter die Lupe nehmen. Die Rinde ist graubraun und ist übersät von solchen kleinen Warzen. Die Zweige haben innen einen ganz weichen Kern, also ein Mark, was man direkt wegdrücken kann, und dann merkt man, wenn man auch hier drauf drückt, merkt man, die Äste sind innen hohl. Die doldenartigen Blüten sind weiß und etwas gelb. Und sie duften. Keine ähnliche Doldenblüte duftet so gut wie Holunder. Die Blätter. Sie stehen sich gegenseitig gegenüber und bestehen meist aus 5, selten aus 7 eiförmigen Teilblättchen. Im Herbst gibt es erst rote und dann schwarze Beeren, die essbar sind. Aber Vorsicht, im rohen Zustand sind sie giftig. Wenn wir sie nicht den Vögeln überlassen, dann müssen wir sie erst 24 Stunden einfrieren oder kochen. Und ernten, das machen wir im Sonnenschein wie heute, weil da die Blüten das beste Aroma entwickeln. Schaut mal, Holunderblüten, frisch gepflückt. Ein Duft. Und jetzt geht's nach Hause in meine Küche. Kommt ihr mit? So, und jetzt bin ich wieder zu Hause angekommen und gehe gleich erstmal auf den Balkon. Auf dem Balkon aus folgendem Grund, weil in den Dolden sind manchmal noch so kleine Käferchen drin. Und die lege ich jetzt hierher und die fühlen sich dann nicht so sehr wohl mehr und krabbeln raus und fliegen davon. Und so hat man sie gleich wieder weg und sie sind wieder in Freiheit. Die kleinen Käferchen sind jetzt mittlerweile alle herausgekrabbelt und weggeflogen. Jetzt nehme ich die Dolden und schneide sie hier weg.
denn die Stiele brauchen wir nicht. Die schmecken meistens dann etwas bitter. Und ich schaue noch mal ganz genau durch, ob alles in Ordnung ist. Nichts mehr dran ist, was nicht dran gehört. Jetzt habe ich für die Menge eine Orange und 2 Zitronen. Alles Bioware, weil wir die Schale mitverwenden. Gewaschen übrigens werden die Dolden nicht, denn da würden wir den ganzen Blütenstaub wegwaschen. Und der bringt ja erstmal den Geschmack. Die Schale der Zitrone und der Orange kommt gerieben zu den Blüten dazu. Anschließend kommen die Zitrusfrüchte in Scheiben auch noch mit hinein. Aufgefüllt wird mit Wasser, bis die Blüten und Früchte bedeckt sind. In meinem Fall waren es 1,5 Liter. Abgedeckt wird mit einem Teller, dass alles unter Wasser gedrückt wird. Und ein Deckel verhindert, dass nichts hineinfallen kann. Nun lassen wir es 24 Stunden stehen. Danach wird einmal durchgerührt, um es nochmal 24 Stunden in einem kühlen Raum stehen zu lassen. 48 Stunden sind vorbei. Ein Topf, ein Sieb und ein angefeuchtetes Geschirrtuch. Und dann geben wir die Holunderblütenmasse hinein, denn das muss gut durchgedrückt werden, dass die ganzen letzten Inhaltsstoffe herauskommen. So, und jetzt kochen wir die Masse mit Zucker, denn wir wollen ja einen Sirup herstellen. Sirup wird immer Flüssigkeit und Zucker 1:1 gemischt. Ich hatte gestern 1,5 Liter Wasser dazu gegeben zu den Blüten, also brauche ich heute 1,5 Kilo Zucker. Um den Sirup haltbar zu machen und ihm noch etwas Geschmack zu geben, fügen wir noch Zitronensäure dazu. Die bekommt ihr in der Apotheke zu kaufen. Hier drauf steht 1 bis 2 Teelöffel pro Liter. Ich habe 1,5 Liter, also füge ich jetzt mal 3 Teelöffel dazu. Da müssen wir jetzt gut rühren, damit sich der Zucker auflöst. So, der Sirup kocht und sollte mal bei mittlerer Flamme so 5 Minuten gut durchkochen. Jetzt füllen wir den Sirup ab in sterile Flaschen, versteht sich. Eine schöne gelbe Farbe hat er. Und die ganze Küche duftet nach Holunderblüten. Das ist mein Ergebnis von 1,5 Liter Sirup. So, nun ist er fertig. Ihr könnt diesen leckeren Sirup in eurem Hugo verwenden. Ihr könnt euer Wasser etwas geschmackvoller machen. Ihr könnt eure Süßspeise etwas interessanter anbieten. Ihr könnt euren Tee versüßen und. Jedenfalls wünsche ich euch viel Spaß beim Sammeln, beim Verarbeiten und beim Genießen dieses leckeren Holunderblütensirups. Und noch was ganz Wichtiges, bleibt schön gesund. Eure Oma Betty. Tschüss. Wenn euch der Film gefallen hat, Daumen, Glocke und Abo, wenn ihr noch nicht habt.